Autotüraufreißer im Anmarsch. Wie der Trick funktioniert, was die Zentralverriegelung damit zu tun hat und wie du dich vor diesem Trick schützen kannst, erfährst du jetzt. Hallo, ich bin Tom. Jetzt werden viele wieder sagen, boah, was für ein alter Hut. Stimmt in gewisser Weise auch. Diesen Trick gibt es tatsächlich schon ewig, zwar in einer etwas anderen Form. Das Besondere daran ist, dass der Trick jetzt immer wieder tagtäglich passiert und dass sich die Diebe quasi an die modernen Fahrzeuge angepasst haben. Machen wir nicht lange rum, fangen wir direkt an. Stell dir vor, du fährst mit deinem Wohnmobil oder deinem Auto gemütlich durch die Stadt. Es ist viel los, es ist ein bisschen hektisch. Plötzlich bremst da vor dir einer. Oh, aus heiterem Himmel, Vollbremsung. Du gehst in die Eisen, machst eine Vollbremsung, kommst gerade noch so vor dem zu stehen. Was du nicht ahnst, genau das war Absicht. In den letzten Jahren häufen sich die Berichte aus vielen Ländern, darunter Spanien, Italien, Frankreich, den USA und vor allem auch Deutschland, über sogenannte Autotüraufreißer. Dabei handelt es sich um eine Diebstahlmasche, die vor allem vom dichten Stadtverkehr abhängig ist und nur dann wirklich gut funktioniert. Die Täter sind meist Roller- und Motorradfahrer, die spähen erstmal den Verkehr aus. Die gucken, fahren rum und prüfen, ob irgendwo ein Tablet, ein Geldbeutel oder ein Handy auf dem Beifahrersitz liegt, was sich lohnt, dass man da mal was unternimmt. Ich muss zugeben, ich wäre der Erste, den sie sich ins Visier nehmen würden, weil wenn ich Auto fahre alleine, habe ich die Angewohnheit, immer alles auf den Beifahrersitz zu schmeißen. Werde ich jetzt aber natürlich auch nicht mehr machen. So, wie funktioniert der Trick jetzt? Die Täter beobachten den Verkehr, wie gesagt, checken in Wohnmobilen und Autos, ob Wertgegenstände irgendwie rumliegen. Und dann geben sie ein Zeichen an die Komplizen. Oder sie machen das selber, aber meistens sind es tatsächlich mehr Täter, als man ahnt, die einfach zusammen agieren. Dann kommt dieses Bremsmanöver, was ich vorhin schon beschrieben habe. Das Opfer wird abrupt dazu gebracht, so abzubremsen, und zwar stark und wie eine Notbremsung, dass es wirklich schnell geht, weil dann viele moderne Autos, die eine Zentralverriegelung haben, die ja eigentlich das Auto abschließen, wenn man langsam fährt, die entriegelt dann, weil im Falle eines Notfalls, eines Unfalls, Helfer natürlich ins Auto reinkommen sollen. Deswegen ist oft die Grundeinstellung, dass bei so einem abrupten Bremsmanöver die Zentralverriegelung wieder öffnet. Den Moment nutzen die Diebe oder die Komplizen, die am Straßenrand lauern, reißen die Tür auf, schnappen sich die Gegenstände oder den Gegenstand und sind so schnell wieder weg, wie sie gekommen sind, verschwinden im Stadtgetümmel und man kriegt von denen nichts mehr mit. Es sind, wie gesagt, schon oft große Gruppen, die Späher, die Ausbremser, die Diebe selbst und die Fluchthelfer. Das können schon mal eine Bande von 5, 6, 7, 8 Menschen sein, was man überhaupt nicht ahnt und überhaupt nicht wahrnimmt. Wie kann man sich schützen? Stelle sicher, dass deine Zentralverriegelung nicht bei jedem starken Bremsmanöver entriegelt. Bei den meisten Autos findest du dazu im Handbuch die entsprechenden Informationen, wo du diese Einstellung vornehmen kannst. Wenn du ein altes Auto hast, das noch nicht selbstständig regelt, gewöhn dir vielleicht an, dein Auto zu verschließen, wenn du im Stadtverkehr unterwegs bist und das Gefühl hast, hier ist schon viel los heute und man weiß ja nie. Zweitens wichtig natürlich, lass Wertgegenstände gar nicht offen im Auto liegen. Verstau sie im Handschuhfach, verstau sie im Kofferraum, irgendwo, wo man sie nicht sieht und wo man nicht direkten Zugriff hat, wenn man jetzt die Beifahrertür zum Beispiel aufreißt. Beobachte deine Umgebung besonders sorgfältig, besonders so an Ampeln und Zebrastreifen und im Stadtgetümmel, wo viel angefahren und gebremst wird. Behalte einfach alles ein bisschen im Auge und wenn du dich unwohl fühlst, wie gesagt, mach am besten die Zentralverriegelung zu. Und wenn du keine hast, mach die Knöpfe runter, wenn es noch ein ganz altes Auto ist.
Wenn du ein Auto beobachtest, das sich verdächtig verhält, das besonders nah Auffahrt fährt oder immer abrupt bremst, also wo du denkst, da stimmt irgendwas nicht, dann hupe. Hub einfach mal, damit möglichst viele Menschen aufmerksam werden auf dieses Fahrzeug, weil die Täter brauchen natürlich keine Aufmerksamkeit. Deren Trick funktioniert ja nur durch den Überraschungseffekt. Und wenn sie das Gefühl haben, oh, jetzt gucken hier alle auf mich, dann ist in diesem Moment zumindest mal die Gefahr gebannt. Was auch helfen kann, wenn es dich schon erwischt hat, aber um die Täter zu kriegen, ist eine Dashcam. Es gibt auch Dashcams, die vorne und hinten filmen. Ich habe hier mal in die Videobeschreibung einen kleinen Link gepackt. Wenn du schon Opfer geworden bist, resigniere nicht einfach, sondern informiere die Polizei, egal wo du bist, egal in welchem Land. Notiere außerdem, wenn möglich, das Kennzeichen des Täterfahrzeugs oder eines Täterfahrzeugs. Wenn du noch Reaktionszeit hast und noch dein Handy hast, dann versuche irgendwie Fotos zu machen, so schnell es geht, von den Flüchtenden, von allem, was möglich ist. Vielleicht ist da was dabei, was helfen kann, die Täter zu finden, und dann kriegst du vielleicht deine Sachen auch wieder. Man muss aber natürlich sagen, dass diese Autotüraufreißer extrem gut trainiert sind und das oft und schnell machen und man die Reaktionsmöglichkeit gar nicht hat, Fotos zu machen oder irgendwas. Aber wenn man es im Hinterkopf hat, ist man vielleicht ein bisschen schneller bei der Sache. Natürlich mit etwas Vorsicht und den richtigen Verhaltensmaßnahmen kannst du schon viel verhindern, aber immer dran denken, es ist natürlich auch eine sehr, sehr seltene Geschichte. Die wenigsten von uns wird es jemals erwischen. In Europa Auto zu fahren ist nach wie vor extrem sicher. Es ist ein Bruchteil der Autofahrer, die Opfer von so einer Geschichte werden. Aber natürlich, wenn es dich erwischt, ist es ärgerlich. Und wenn du es schon mal gehört hast, ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass es dich erwischt. So, das war's schon. Ich bedanke mich. Ich bitte dich, abonniere den Kanal, wenn noch nicht geschehen. Like das Video. Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao.